Wie wird der Rentenfreibetrag berechnet, wenn die Rente im laufenden Jahr beginnt? Das war die Frage eines Zuschauers von Ihnen und ich möchte diese Frage gerne beantworten. Also der Sachverhalt ganz kurz. Ein Ehepaar, er hat seit 1. August 2020 seine Altersrente für langjährig Versicherte. Seine Frau ist Hausfrau und bekommt erst 2024 Rente. Dann wurden bei ihm 2016 20% Grad der Behinderung unbefristet festgestellt. Dazu wollte er wissen, ob er diese 20% schon in der Steuererklärung für 2020 erfassen kann, damit sie beim Finanzamt schon hinterlegt sind und somit für nächstes Jahr schon abrufbar sind. Und dann war noch eine Frage, er hat in diesem Jahr eine Einmalzahlung aus einer betrieblichen Altersvorsorge bekommen und hatte da spezielle Fragen zu. Die kann ich hier leider nicht beantworten, weil ja das Jahr 2021 erst frisch angefangen hat. Wir wissen nicht, was noch alles an Änderungen kommt. Also da müssen wir abwarten, bis das Jahr vorbei ist. Ich zeige Ihnen das anhand meiner Software. Sie können das natürlich ohne Software machen, aber ich zeige Ihnen dann hinterher auch die ausgefüllten Vordrucke, wie die aussehen müssen. Und dann bekommt ihr nochmal eine Zusammenfassung. Ich nehme Sie jetzt mal mit in mein Steuerprogramm. Bleiben Sie dran. So, wir sind jetzt in meinem Steuerprogramm und beginnen mit den persönlichen Angaben. Ich habe das schon mal alles ausgefüllt. Der Horst Hinze, ja, der wohnt in Potsdam. Das spielt jetzt auch weiter keine Rolle. Er hat keine Religion, er ist verheiratet. Und Identifikationsnummer kann ich nicht angeben, die kann man nicht erfinden, die muss echt sein. Und seine erste Frage war ja, er hatte 2016 einen Grad der Behinderung von 20 anerkannt bekommen, unbefristet, und kann er diese schon im Jahr 2020 erfassen? Und die Antwort ist nein, und das zeige ich Ihnen jetzt. Hier unten wird gefragt, Behindertenpauschbetrag, möchten Sie Angaben machen? Ja. Dann gehen wir mal hier rauf, und wenn ich jetzt hier die 20 eintrage, dann kann ich hier unten kein Gültigkeitsdatum eintragen. Also hier, wo schwarz was ist, kann ich was eintragen, aber hier ist alles grau hinterlegt. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit. Und der Herr Hinze, der kann zwar auf dem Papier, auf dem Papiervordruck die 20% eintragen. Das Finanzamt hat aber keine Möglichkeit, diese 20% zu erfassen. Weil hier steht es auch nochmal, Merkmale bei Grad der Behinderung von 25, aber weniger als 50. Also selbst wenn er jetzt ein Merkmal hätte, würde er bei 20% ja nichts bekommen. Und das Finanzamt kann das auch nicht erfassen. Das ist rein technisch nicht möglich, weil es erst ab 25 losgeht. Also nehmen wir die 20 hier wieder raus und gehen zurück und sagen hier nein. So, seine Frau Helga ist Hausfrau. Sie muss noch 3 Jahre warten, bis sie in Rente gehen kann. Und dann haben wir hier die Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit von dem Horst. Er hatte hoffentlich Steuerklasse 3 und hatte denn für 7 Monate eben dieses Einkommenssteuer, Solidzuschlag, Rentenversicherung, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Krankenpflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung bezahlt. Ich habe jetzt mal angenommen, dass sein Weg zur Arbeit gleich um die Ecke ist und er also diese 1000 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag bekommt, sodass wir hier nichts weiter anzugeben haben. Dann haben wir hier die Einkünfte aus der Rente. Und wir haben jetzt diese eine Altersrente von dem Horst Hinze. Und hier sehen wir Rentenbeginn 1.8.2020, Rentenzahlung 7.500 und hier der Beitragsanteil Kranken- und Pflegeversicherung. Und wenn er nur diese eine Rente hat, dann war es das auch schon. So, dann haben wir Sonderausgaben, das sind hier diese Versicherungsbeiträge. Und zwar habe ich schon mal ausgefüllt. Er hat, also die haben beide eine private Haftpflicht von 7,90 € im Monat. Eine Unfallversicherung zahlen sie 35 im Monat und die Kfz-Haftpflicht 85 € vierteljährlich. Sie sehen jetzt hier unten die Erstattung 1113,02. Wenn ich jetzt hier noch eine andere Versicherung eingeben würde für, sagen wir mal, 50 € mal 12 Monate, dann würde das an dem Ergebnis nichts ändern. Also durch seine Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und durch diese privaten Zusatzversicherungen ist das hier schon ausgeschöpft und weitere Versicherungen haben keine steuermindernde Auswirkung. Ich hatte hier nochmal unter Krankenversicherung eine private Zusatzkrankenversicherung für Zähne, Brille, 20 € im Monat mal erfasst.
Und das war es denn hier auch im Prinzip schon. Dann hatten wir die allgemeinen Kosten. Ehepaar Hinze wohnt zur Miete, hat eine Nebenkosten- oder Betriebskostenabrechnung im vorigen Jahr bekommen. Also die Betriebskostenabrechnung trägt das Datum von 2020, ist aber für 2019. Das ist mal eine Ausnahme, das hängt mit den Fristen zusammen. Jetzt sehen wir hier die ganzen Positionen, die der Herr Hinze aus seiner Nebenkostenabrechnung übernimmt, also alles, was Arbeitslohn ist. So, dann haben wir noch eine Sache, und zwar hat Ehepaar Hinze eine Spende getätigt, 50 € für den NABU. Das war's im Prinzip auch. Und jetzt zeige ich Ihnen das anhand der Formulare, wie das aussieht. Wir fangen also an mit dem Hauptvordruck. Steuernummer, hier geben Sie natürlich Ihre Steuernummer ein, wenn Sie schon eine haben. Ansonsten tragen Sie da neu ein. Dann kommen die persönlichen Angaben, hier zur Religion und dann die Angaben zur Ehefrau. Und auf der Rückseite müssten Sie dann Ihre Bankverbindung angeben und hier unten Datum und Unterschrift von beiden Ehegatten. Dann haben wir die Anlage Sonderausgaben, nämlich hier für die Spende für die 50 €. Da steht hier auch nichts weiter drauf. Die Rückseite ist leer. Dann haben wir hier die Anlage haushaltsnahe Aufwendungen. Das ist jetzt die Summe der Positionen aus der Nebenkostenabrechnung. Das wird hier zusammengefasst, diverse Tätigkeiten. Da ist jetzt hier auch weiter nichts und auf der Rückseite ist auch nichts einzutragen. In der Anlage Vorsorgeaufwendungen haben wir hier im oberen Teil die Daten aus der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, Rentenversicherung, Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteil, den Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Hier jetzt Zeile 16 und Zeile 18, das sind die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus der Rente. Und hier haben wir die 240 € für Brille und Zahnersatz, hatten wir, glaube ich, gesagt. Auf der Rückseite werden hier erfasst die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung aus der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung laut Zeile 27. Und hier haben wir jetzt die Summe der, was wir erfasst hatten, private Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Unfallversicherung und Sterbegeldversicherung. So, ach, hier hatte ich noch eine Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht eingetragen. Das tut aber jetzt nichts weiter zur Sache. Dann haben wir für die ersten 7 Monate des Jahres für den Horst noch die Anlage N. Da kommt hier oben die Steuerklasse, der Bruttolohn, die Lohnsteuer und der Solizuschlag rein und mehr nicht. In der Kirche sind sie nicht, Kirchensteuer haben sie nicht gezahlt. Und die Seite 2, 3 und 4, die sind leer, weil wir keine Angaben darin gemacht haben. So, dann haben wir die Anlage R, die ganz einfache Anlage R für die normale Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Und wir haben hier nur eine, weil wir haben nur eine Rente. Der Rentenbetrag brutto sind die 7.500 €, der Rentenbeginn der 1.8. Und das war es auch schon. Auf der Rückseite sind keine Angaben zu machen. Ja, jetzt sind wir im Prinzip mit den Anlagen durch. Und ja, was gibt's noch so zu beachten? Wenn man in Rente geht, muss man natürlich auch mit dem Arbeitgeber absprechen, ob das Arbeitsverhältnis automatisch endet, ob man kündigen muss, ob man einen Aufhebungsvertrag machen muss. Aber das hat jetzt in dem Sinne nichts mit den steuerlichen Sachen zu tun. Ich zeige Ihnen gleich nochmal anhand einer kleinen Präsentation nochmal ganz, ganz deutlich, wie das sich mit dem Rentenfreibetrag auf sich hat. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Eine Sache möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn Sie eine Software verwenden sollten, bekommen Sie ja eine Steuerberechnung angezeigt. Und die schauen wir uns mal ganz kurz an. Wir haben hier den Bruttolohn anteilig für die 7 Monate, die 1.000 € Werbungskostenpauschbetrag. Hier haben wir diese 6.000 € Bruttorente, also diese 80%. Davon werden 102 € Werbungskosten zu den Renten abgezogen. Dann bleiben eben 5.898 € von der Rente übrig, die steuerpflichtig sind. Dann haben wir hier diese Altersvorsorgeaufwendungen und hier haben wir jetzt einen Sonderausgabenpauschbetrag von 72 €. Wir hatten ja 50 €
Spende angegeben. Und da Horst und Helga nicht in der Kirche sind, kriegen sie automatisch einen Sonderausgabenpauschbetrag pro Person von 36 Euro. Das sind zusammen 72 Euro. Wenn jetzt die Spende niedriger ist als diese 72 Euro, bekommen Sie automatisch den höheren Betrag. Wäre die Spende jetzt 150 Euro, dann würden hier 150 Euro erscheinen und nicht dieser Pauschbetrag. Hier haben wir nochmal die 20% von der Nebenkostenabrechnung, die 62 Euro, die eben direkt von der Steuer abgezogen werden. Wir hatten jetzt hier ein zu versteuerndes Einkommen von 22.581. Darauf wird eine Steuer von 594 Euro festgesetzt. Und von dieser festgesetzten Steuer werden die 62 Euro, also die 20% aus der Nebenkostenabrechnung für bestimmte Positionen, direkt von der Steuer abgezogen, sodass in dem Fall unterm Strich eben die 532 Euro festgesetzt werden und die Differenz bekommt das Ehepaar Hinze aufs Konto überwiesen. Ich zeige Ihnen das hier nochmal zusammenfassend in einer Übersicht. Wir hatten als Rentenbeginn den 1. August 2020 und wer im Jahr 2020 in Rente geht, hat 20% steuerfreien Rentenbetrag. So, das heißt, unser Rentner hat für 5 Monate 1.500 Euro Bruttorente bekommen. Das sind zusammen 7.500 Euro. Und von diesen 7.500 Euro sind 20% steuerfrei, also 1.500. Und die restlichen 6.000 Euro sind voll steuerpflichtig. So, jetzt schauen wir uns mal das Jahr 2021 an. Ich gehe mal davon aus, dass es keine Rentenanpassung gibt und die Rente konstant 12 Monate 1.500 Euro brutto beträgt. Das sind zusammen 18.000 Euro für das Jahr 2021. Davon sind 80% steuerpflichtig und 20% sind steuerfrei. Und diese 20%, diese 3.600 Euro, 20% der Jahresbruttorente aus dem Jahr 2021 ist quasi ihr Leben lang steuerfrei. Um Ihnen das nochmal zu verdeutlichen, machen wir jetzt mal einen Sprung in das Jahr 2030. Also hier haben wir 2021, 18.000 Jahresbrutto. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir nehmen an, im Jahr 2030 sind es 21.000 Jahresbrutto und es sind immer noch diese 20% aus dem Jahr 21 steuerfrei, also diese 3.600 Euro. Das bedeutet, im Jahr 2030 sind schon 17.400 Euro steuerpflichtig. Im Jahr 2021 waren es 14.100. Und so ist das eben, dass von Jahr zu Jahr der steuerpflichtige Teil der Rente eben zunimmt. Ja, das war doch mal eine kurze Zusammenfassung. Und dann nochmal der Hinweis von mir, also Sie sind wirklich selber dafür verantwortlich herauszufinden, ob Sie steuerpflichtig sind oder nicht. Und wenn denn viele rummeckern und sagen, ja, warum fordert das Finanzamt denn die Rentner nicht auf, eine Steuererklärung abzugeben, dann weise ich nochmal hier darauf hin. Also in jedem Rentenbescheid, in jeder Rentenanpassung steht wirklich für jeden Rentner ganz idiotensicher, muss ich meine Rente versteuern, und dann folgen da einige Hinweise. Und ja, wer sich das nicht durchliest, der ist selber schuld. Der muss aber dann auch nicht meckern und sich aufregen, warum das Finanzamt sie nicht auffordert. Aber warum soll das Finanzamt sie auffordern, ohne zu Geld verschwenden für Porto, für Briefumschlag, für Papier und Zeit verschwenden, nur weil die das nicht gelesen haben? Also das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für die unter Ihnen, meine lieben Zuschauer, die immer nur meckern. Wir sehen uns gleich nochmal. So, ich hoffe, ich konnte hauptsächlich meinem speziellen Zuschauer, aber auch vielen anderen mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es Ihnen weitergeholfen hat, geben Sie bitte gerne einen Daumen nach oben. Schreiben Sie gerne in die Kommentare Ihre Anmerkungen, Ihre Fragen, Ihre Wünsche und abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal. Ich habe in den letzten Monaten so viele Anfragen von speziell Rentnern bekommen, dass ich mich dazu entschieden hatte, nur für Sie, meine lieben Rentner oder Rentner ins B, einen Leitfaden speziell für Rentner zu schreiben, und den können Sie sich hier unter dem Video sichern. Er ist nicht gratis, er hat sehr, sehr viel Arbeit gemacht, aber Sie können ihn käuflich erwerben. Alles Gute für heute, bis zum nächsten Dienstag, Jutta Martin.